Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem neuen Video hier, zu einem neuen Reaction-Video. Heute, liebe Freunde, gehen wir auf ein Video von einem Tokyo-Apartment ein. Das wurde mir in der Community öfters empfohlen. Mir wurde auch über Instagram öfters angeschrieben, Melek, geh doch auch mal auf solche alten Videos ein. Und das werden wir jetzt machen. Und normalerweise hatte ich das auch eigentlich vor im Livestream, aber das habe ich einfach nicht gemacht. Deswegen haben wir jetzt die Zeit auch dafür. Das Video hat 16.664.000 Aufrufe, also das ist krass auf jeden Fall. Mal gucken. Bin gespannt. Today I'm in Tokyo, where I'm about to meet a fellow YouTuber, Emma, who lives in a crazy cool but crazy small apartment. This one I can't wait to check out. Okay, also sie lebt in Tokio und ist eine YouTuberin. Emma, scheinbar. Hey Emma! Hey! Hey, I'm Bryce. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, come on in. Kurze Info. Ich weiß von Erfahrung aus, ja, dass viele Häuser in Tokio, deren Apartment ist ja immer etwas echt kleiner als jetzt hier in Deutschland oder so. Das ist für die gewöhnlich, dass sie halt ein bisschen enger leben und so. Also es ist noch lange nicht so wie hier in Deutschland, weil hier in Deutschland hast du ja echt krass gute Normen, was die Bewegungsfreiheit und so angeht. Mal gucken, wie das bei ihr aussieht. Thank you. I'm so excited to be here. Yeah, I'm excited to show you my tiny little home. Welcome. It's very small, isn't it? Yeah, it's... Was? Was war denn das? Habt ihr gesehen? Wie klein die Toilette, habt ihr die Toilette gesehen? Welcome. Boah, das ist schon sehr, 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 sehr eng. Also, das ist eine Schiebetür, oder? Wartet mal, liebe Freunde. Moment. Das ist eine Schiebetür. Was? It's very small, isn't it? Yeah, it's it's a bit tight. You can touch both the walls. How big is this place actually? It says 8 square meters. So 8 square 8 meters. square meters, yeah. Wow. It's pretty tight. Warte mal. 8 Quadratmeter, Alter. 8 Quadratmeter. So as a city apartment, this is actually a lot smaller than a lot of the tiny houses I've visited. Yeah. How did you actually come to be here in this place? Well, I spent ages like looking for apartments and everything, but this place just caught my eye because it's got 2 separate levels. A lot of places are just like the Zwei bed is Etagen? next to the bathroom and the kitchen, and you like eat next to your bed, and it just felt a bit wrong. So I finally found somewhere that has 2 levels, which kind of separates my living and my sleeping area. But yeah, I always wanted to be in Japan, and I found a way to get here. Being an apartment in downtown Tokyo, this is really small, but is it actually kind of typical of the apartments in this area? I mean, Japanese apartments are typically really small, but it's at least more narrow than anything else I've ever seen before. Like, you can touch both walls. Yeah. But yeah, this is definitely a bit smaller. It's strange. Boah, ginge gar nicht. Stell dir mal vor, ihr müsst einen Schrank reintragen oder so. Und ist aber gar kein Platz. Ihr kommt gar nicht durch die Tür. Das ist ein Traum, hier in Deutschland zu leben. Also das könnte ich gar nicht in so eng. Also allein hier, mein Zimmer jetzt hier, ne? Mein Zimmer alleine ist so groß. Hier ist ja noch ein Nebenraum, das seht ihr gar nicht. Oh, Moment, hier rum, also hier hinter ist ja noch so ein Nebenraum, das seht ihr ja gar nicht. Das ist viel zu klein. Also für mich auf jeden Fall. Strange the way, because even though it is so narrow, and as you say, I mean, I don't even have to stretch out my arms to touch both walls. But even though it's so narrow, it doesn't feel super confined, and I think that's because you've got all the height there as well, don't you? Yeah, I actually think this height is super useful Vor allem, for kids. achtet mal, wie hoch die Leiter, wie hoch die ist. Das musst du richtig hochschauen. Also das ist nicht so, die Etage geht echt hoch. Also I can actually finally stretch at least in one direction. I think without this extra space, it would feel maybe a bit too cramped, but Hauptsache Klimmzugstangen. Mal ein paar Klimmzüge ziehen. Zum Training und so. it feels good. Can you show me around? Yeah, so when you enter a Japanese home, you got to take your shoes off in the genkan, because even when they gave me this place, they're like, you must take your shoes off. Like, even if it's part of your culture to wear shoes inside, you have to respect Japanese standards and take your shoes off inside. Fair enough. So there's like a little shoe cupboard here. Genauso wenig Platz. Achtet mal hier. Genauso wenig Platz. Achtet mal einfach hier unten hin, ja? Guckt mal hier. Home, you got to take your shoes off in the genkan. Guck mal, wie wenig Platz. Das wäre mir für mich persönlich viel zu wenig Platz. Ja, da habe ich
3 Schuhe, ich habe so viele Schuhe, da würde gar nichts passen. Würde gar nicht passen. ApoRed zum Beispiel, der könnte niemals seine Schuhe da, die ganze Wohnung wäre voll, wenn er seine Schuhe da einfach, ja, einlagern würde. Because like, even when they gave me this place, they're like, you must take your shoes off. Like, even if it's part of your culture to wear shoes inside, you have to respect Japanese standards and take your shoes off inside. Fair enough. So there's like a little shoe cupboard here, which I keep all my shoes in, and then this is my closet, which has coats and stuff. Right. I don't know if I should show you, because it's really full. It may be a full cupboard. Yeah. There is no shame in the number of clothes that you have in that closet. I think girls back home in Australia and New Zealand would struggle to be that Spartan. I have to be really selective with like my fashion choices here because I don't have room to be luxurious. It just keeps life simple. And the entranceway microwave toaster oven. Yeah, so yeah, you have your toaster oven, your microwave. This stuff I actually moved it. It used to be over there, which made the space feel really, really like claustrophobic because there was nowhere to move around. But I moved all the stuff over here, and yeah, this toaster oven is kind of. I had to get these sticky pads because when there's an earthquake, it moves. Right. And so Was? Wenn ein Erdbeben ist, dann bewegt sich die Mikrowelle. I usually like sit right there, and if these sticky pads weren't there, it would like just keep moving towards my head. It's like, one day this is gonna suck. So yeah, now it doesn't move in an earthquake, which is cool. And then more storage in here for cutlery and pots, everything. pans. Any cupboard thing just has bits and bobs of everything, really. There's like a general theme, but if I just have something, I'm like, I need to put this somewhere, I just like chuck it in. It's not the best method, but whatever gets stuff out of the open space. You've even got a yoga mat here. Yeah, so... Da ist doch gar kein Platz für die Mappe, sag ich, der Matte. Die Yogamatte kannst du vergessen, die bringt doch gar nichts in dem Moment, oder? Sometimes I like to like work out or do yoga and try... Okay, it doesn't fit. Like, it just... Like, the corner... It's like in that size. Do you want me to show you? Like go on. Let's have a look. So I try Okay, jetzt, sie zeigt es. Hier. Ich bin gespannt. So this is like the biggest space in my house. So I'll just like... Das ist ihr größter Platz für Yoga. Ey, kannst vergessen. Wie kann man, würde ich niemals mir antun, ey. Like doing exercises is really frustrating because sometimes it'll be like, okay, now stretch your arms to the side, and I'm like, and I'll like be lying on the ground, and it never quite works out, but it's enough. Like I can do stuff this way, but yeah, that's how I do my exercises. Nie machen. A for effort, right? Absolutely. Hast vergessen. You just gotta try everything, and if it doesn't work, you try something else. I think that's good about small spaces. Like it makes you think a bit more, keeps you creative. And then you have your office area here? Yeah, this is like pretty much where I spend most of my time. I just get like a chair, my computer. Das ist ihr Arbeitsraum? Yeah. Jo, wahrscheinlich, ey. Just where Alles in einem Gang. Where I edit all my videos, where I answer all my mail, where I do pretty much all of my work. But it's nice because I can at least like look out the window at the back. Yeah, I know that my neighbor, he's got his desk facing the wall. And I couldn't deal with that. Like, no. If I like am working and I look up and all I see is a wall, I get so like let me out. So yeah, I can always see outside. Yeah, I always need something living or like something happening in the space. Like that's why I have so many pot plants everywhere. Yeah. And I want even more. But yeah, if there's no living things, if I can't see the outside world, things just feel really stale, and that's when this space can feel a bit small. So I did find that a bit of a challenge when I got here because this is like all the furniture isn't mine. Like this is a fully furnished, come as it is apartment. And trying to find different ways to make the space my own was like challenging, but it feels really like rewarding. Yeah. Because it is a challenge, especially when you can't pick your own furniture, and I can't drill into the walls or anything, so I just have to let it be, but influence it with all my stuff. And because you have to be so selective with your ich mich frage? It's like I choose only things that mean a lot to me and really help the space. And then there's the kitchen space down over here. Yeah. So Untertitel, schade, es gibt kein Deutsch, schade. Typical of Japan. So you get no bench space when you... Geh mal weiter, weil wo geht sie hoch? Warte, die geht raus. Durch das mal. Guckt euch mal ihre Küche an, da ist nur ein Herd. Small than cutting space. Right. I have no idea why, but it's just really typical of Japan. So what I did was I managed to find a chopping board that manages to fit just over the space, so I can cut on the chopping board and actually have some way to do things. Kannst vergessen. Your seat down here. Guck mal, Gäste sitzen. Well, I'm quite lucky Oder für to einen be in Hund. Japan because
like no one sits at a table here. Like everyone sits on the floor usually. Yeah. Like all like dining tables and everything are usually like on the floor. So you sit either on floor chairs or just on your knees or sit cross-legged. Like no one has space for dining tables here. So it's actually quite easy to find a little chair. I'll just give you a demonstration. So the funny thing is, like my feet don't. Yeah, there's just not enough space to like put my feet down fully, but I mean it's enough space. And sometimes I'll edit here. Like I have I'll just reach over here. Nein, einfach nein. Table I found. Einfach nein, ehrlich. Das ist mir mit zu viel. Sometimes I'll like edit here. If it's raining, I'll just like have my computer here, do my thing, and just be able to look out the window and have a good time. Yeah. It's great. I love it. Krass, die freut sich ja richtig, ey. Paradise. Also ich könnte mir das nicht geben. Vor allem Leute, überlegt euch mal, ne, wenn man so überlegt. Ich glaube, das ist sowieso Angewohnheitssache. Ich glaube, wenn du so 5 bis 10 Jahre mal in Japan oder wo auch immer gelebt hast, wo auch so eine Lebenskultur einfach stattfindet, dann glaube ich, dass man sich da bestimmt auch daran gewöhnt. Aber ich persönlich könnte jetzt nicht einfach mal sagen, so, ich lebe da jetzt für 20 Jahre. Das wird mich voll aus dem Leben reißen, weil ich brauche meine Freiheit. Wenn ich eine Liegestütze machen möchte oder so, oder irgendwas anderes, also mich würde das mega stören. Das ist schon heftig. Die sind so krass und das ist für die eine Wohnung. Die freut sich ja richtig. Ne? Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. And so you've even actually got a little balcony here as well. Yeah. Am Balkon. It's not the smallest one I've ever seen in Japan. Like sometimes they'll have balconies which are just like you can kind of open the door a little bit. But yeah, whatever space you get in Japan, you make the most of it. So and I'll just show you. Alter. This is my clothesline. So right. do my washing. Vor allem achtet mal, Leute. Achtet mal hier. Sometimes they'll have balconies which are just like Seht ihr das? Gegenüber ist sofort das nächste Balkon. Das ist so eng. Was ist das bitte? Das kannst du vergessen. Woher kommt sowas? Warum macht man sich da keine Gedanken? Ich will doch meine Privatsphäre haben. Alter. This is my clothesline. So I do my washing. Oh, Wäsche. Fold down like that. Brilliant. Yeah. Oh, that's excellent. It makes me so happy. Yeah. Going to the shops here, there's so many things where I'm like, I would have never thought of that. Yeah. Like there's no way. Yeah. I mean, some things are kind of unnecessary, but a lot of things, like when I first came here, some things I'm like, that I'd never use that, but now I'm like, I need that because the way of life here is just so different. And your bathroom here. Yeah. Jo, super Badezimmer. This is my little bathroom. So a lot of Japanese bathrooms, it's kind of hard to explain, but it's a shower room. So everything gets really wet super easily every time. So then you have these little bathroom slippers. So when it is wet, you can just put them on and you don't get your feet wet, which is super convenient. But, wo soll das Wasser abfließen? Yeah, I was like, where's the toilet? I thought there might be like a public toilet somewhere. I thought that I was left over by the company. And I was like looking around trying to find it. But then I realized you just like get this and you pull the sink away. Oh, wow. And the toilet's underneath. Alter, noch kleiner kann man was nicht gestalten. Die Toilette ist einfach unter dem Waschbecken. Durch so eine Schiebetür. Ey, das könnte ich mir gar nicht geben, ey. Gibt es keine Badewanne, nichts? Boah, das ist schon krass. Ey, überleg mal. Also, nee, das könnte ich nicht. Also, jeder, der jetzt eine Mietwohnung hat und er hat eine richtig dumme Kackbadewanne, Badezimmer, der kann sich so glücklich schätzen, wenn er das Video sieht, ehrlich. Look at that. It's so cool, yeah. And there's like toilet paper and everything. It's just Alter, ganz ehrlich. That is actually really clever That's design, like one of my favorite things. But yeah, it's a really neat little space. And there's like a little fan in here so that when I shower, I don't need to air it out or anything. And there's like a little medicine cabinet at the top. So achtet mal. Yeah, I think Nichts. they've done great with this space. And there's still another floor to go. Yes, the bedroom. Oberste Etage, ich sag's euch, die Höhe des Raumes, bin ich mir ganz sicher, die ist noch kleiner. Das heißt, ich muss sich das so durchkrabbeln oder so wahrscheinlich. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist es wirklich so groß? Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Can we take a look? Yeah. Don't know how we're all gonna fit up there, but come out. Einfach eine Bettdecke oder was? Welcome. This is super cozy. Yeah. Was ist jetzt, wenn ich da jetzt... Stellt euch mal vor, ihr habt eine Familie. Ihr habt einen Mann oder ihr habt eine Frau. Ihr wollt eine Familie gründen und so. Ihr denkt an die Zukunft, ihr wollt Kinder haben und alles. Wie soll da bitte in der Wohnung eine Familie groß werden? Kannst vergessen. Für mich alleine würde das auch gar nicht gehen.
Ich kann gar nicht ausstehen. Das ist gar nicht so gut, wenn du die ganze Zeit so rumhocken musst. Du musst dich auch so ausstrecken und alles. A little loft. Yeah. Well, I'm happy because, well, for me anyway, there's enough like headspace. Like I can sit up and I don't. But I don't know about you. Yeah, no, I'm you're totally comfortable fine. here as well. Yeah. Yeah. I was so happy about that because I was scared, like with a loft, I'd feel like I was getting into a coffin. Wie der But Typ Ja. vor allem wie der Typ so vor allem einfach so tut. Als wäre gar nichts. Er findet es bestimmt auch mega kacke. Being in a smaller space when you're sleeping, that I don't know. For me, I actually find it really comforting. Me too. I was going to use the word comforting. Yeah, I even like when I was a kid, I like to have even just a mattress on each side, just to give it a kind of like a smaller like feeling. I don't know. Like what animal sleeps out in the open? Like I feel that animals always go to like a cave or they just try to get into like a corner or something. I don't know. I think a lot of humans like to feel like they're in a tight, nice, cozy. Ich weiß auch nicht, warum sie in so einem Haus ist, ehrlich gesagt. Ich meine, die ist ja jedem selbst überlassen. Ich verurteile sie jetzt nicht dafür, aber ich finde es trotzdem total weird. Also, ich könnte mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Space. I don't know. Sometimes I'm like, oh, I'd love a big enough space so that I can do this, or I'd love this, or I want this extra. And I'm like, but once I have that, I'm going to want another thing, and I'm going to want the next step. And I don't think I'll ever be satisfied until I'm satisfied with where I am presently. So. What do you think the big advantage of living in a space like this is? Die größte Herausforderung für sie in so einem, also oder im Vorteil oder größte Herausforderung für sie ist, jetzt hier in dem Apartment zu leben. Bin ich gespannt. It keeps you. I still love that it keeps me creative, and Okay, I sie love, macht's kreativ. living by myself. Like I Für sich know, selbst zu like, there are leben. much bigger spaces that people get with like share housing things, but I love having that time to myself and having that space that is my own to like relax, unwind, and really just get into the zone of things. But yeah, I think just being able to think creatively and have all these opportunities to make this space my own in whatever way I can. I think that's my favorite thing about this space. Is there anything that you actually struggle with living here? Oh, I hast du like to Probleme? dance, and it's a struggle because every time I move my arms out, I hit the wall. And I get so sad. I'm like, I just want to dance. But it's not that bad. Like, I can still dance as long as I face the right way. And I want to have dinner parties. tanzen. I mean, I could have dinner parties, but I can't make enough food and have enough space for everyone to be Ah, sitting okay. comfortably. Also habe ich mir schon gedacht, ich habe mir schon so gedacht, sie kann nicht einfach mal Freunde einladen und dass die alle zusammen da sitzen können, zusammen essen können und so, weil einfach zu wenig Platz ist. Kann ich auch verstehen, weil das ist einfach mega doof, ganz ehrlich. Also in so einem Haus will auch keiner leben. For a long amount Also, of time. Right. Like, I could Kannst have nicht- friends over for a little bit, but I would like it if I could have them over for like a day, or like sleepovers are really challenging because it's like, where? Yeah. Kein But Platz. mostly I'm really happy here, and it's my space and it's my little house. Tokyo is famous for being a super expensive city. What's the rent here like? I pay 69,000 yen, which is like less than what I was paying in a rural 600 town in Australia. Dollar. Like, Wow. yeah, Die Wohnung. it's 69,000 yen a month, and that includes Wi-Fi, utilities. I have month-to-month contracts, which is good with my kind of visa, and it's English friendly, Krass. and it's close to a main Okay. train station. Like it. Ja, I- ganz ehrlich, I- ich persönlich finde es jetzt, wenn ihr mich fragt, schon übertrieben irgendwo. Ich könnte jetzt persönlich nicht in so einer kleinen Ecke irgendwo leben, muss ich euch einfach auch ehrlich gestehen. Dazu gehört einfach viel, viel mehr. Und Respekt auf jeden Fall an sie, dass sie das so schafft, weil ich persönlich denke einfach, dass wenn man mit der Zeit an so einem Ort lebt, an so einem Ort ja, überleben möchte und so, das wäre einfach nicht der Ort, um sich komplett ganz zu entfalten. Das wäre irgendwo auf jeden Fall eine Herausforderung, aber das war's auch. Ich glaube, Al-Blali war auch, also falls ihr ihn kennt, Vic, er war ja auch im Ausland mal, in Tokio oder so, bin mir nicht sicher. Und der hat ja auch übelst viel darüber erzählt, allein wie das alles da aussah, und das geht nicht. Das ist einfach zu übertrieben. Das ist auch voll teuer. 608 Quadratmeter bezahlt $600, Leute. Überlegt mal. Extrem krass. Das ist so viel Geld. Das geht gar nicht. Du hast keine richtige Toilette, keine richtige Dusche, kein richtiges Schlafzimmer. Du hast kein richtiges Wohnzimmer. Sie hatte jetzt nirgendwo einen Fernseher. Sie hatte nicht mal wirklich einen Balkon. Sie hatte keine Treppe. Alles ist mega klein. Sie kann kaum Übungen da machen. Ja, das einzig Positive war die Klimmzugstange in meinen Augen. Der Rest ist eher nicht so freundlich für mich gewesen. Aber schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Wohnung so findet, weil kann ja sein, dass einige das cool finden, so für den Anfang. Kann ja sein. Und folgt mir auf Instagram auf jeden Fall. Wir sehen uns beim neuen Video. Bis dahin.